Wir sind wieder zurück in der Erfolgsspur nach einem kleinen Tief in Liga und Champions League und gerade ausgerechnet gegen City. Da haben wir ja im Hinspiel 3-0 verloren bei uns. Aber wir kommen jetzt mit neuer Ausrichtung, mit neuer Taktik, mit 4-4-2 und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das im Rückspiel besser aussieht. Also viel schlechter, ne, als im Hinspiel ging es gar nicht. Und wir können uns heute einen großen Schritt Richtung Achtelfinale vormachen, wenn wir den hier heute gewinnen sollten oder Inter irgendwie nochmal patzen sollte. Aber wir spielen ja auch nochmal gegen Inter zu Hause. Von daher haben wir da auch nochmal dann die Möglichkeit. Aber aufgepasst, City presst schon wieder. Wie verrückt, wie die Wahnsinnigen. Aber ich freue mich auch so ein bisschen, dass wir heute nochmal gegen City spielen in neuer Formation. Ich bin gespannt, wie sehr das hilft. Und bislang ist es schon mal besser als in der Hinrunde, wollte ich gerade sagen, im Hinspiel. Weil da lagen wir nämlich schon zurück zu dem Zeitpunkt. Fast mit 2-0. Also auf jeden Fall mal 1-0. In der Liga ist auch wieder ein bisschen besser. Also wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Ich hoffe, dass wir das jetzt in nächster Zeit bestätigen können. Uns oben festsetzen können. Wir müssen ja Vierter werden. Das ist unser Ziel. Orban, nicht im Abseits. Ja, und natürlich auch die Qual der Wahl. Also wenn wir wirklich hier alle Leute fit haben, dann ja, müssen wir im Prinzip vor jedem Spiel neu gucken. Das ist oben die Ausgangslage. Inter spielt gegen Zagreb. Da können wir ja auf Schützenhilfe hoffen, wobei wir auch noch in Zagreb spielen müssen. Also es ist noch nicht ganz entschieden, was so Platz 2 und 3 angeht. Also selbst Zagreb hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Ich glaube City, die machen das. Die marschieren durch. Und dann, wie gesagt, ich wäre mit Platz 3 zufrieden. Aber wenn wir jetzt schon Platz 2 inne haben, will ich den auch nicht abgeben. Ehrlich gesagt, Achtung, De Bruyne kommt. Mit viel Anlauf. Haaland. Wird erstmal, oh, gut zugestellt. Dann aus Frust, Junge. Rote Karte. Oh, das, da hat er Glück. Also das war ja nur Frust, ey. Der kommt mit 100 km/h da angerauscht wie so ein Berserker. Guck mal, hier sehen wir das nochmal. Zack, das ist rot. Also Junge, hör mal auf. Der geht nur auf die Knochen. Da hat er wirklich Glück, dass er nur gelb bekommt. Das ist ja lächerlich. Da kann er alles kaputt gegen bei Mamouche. Das war so ein richtiges Frustfoul. Aber gut, ne? Anders als im ersten Spiel, oh, viel Pass, macht Haaland so auf sich aufmerksam mit einer rüden Aktion. Also, der darf eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stehen. Inter führt gegen Zagreb, okay. Schon mal ein Zeichen für uns, aber dann werden sie mit uns punktgleich. Achtung. Und dann entscheidet bei Punktgleichheit das direkte Duell, ne? Der direkte Vergleich zählt, genau. Nicht mehr die Tordifferenz. Achtung, Haraldsson gegen Silva. Sehr gut. Also es sieht besser aus. Es ging auch nicht schlechter als im ersten Spiel gegen City. Und auch so in der Liga. Also dieses 4-4-2, das ist wirklich mal, glaube ich, eine willkommene und eine gesunde Abwechslung. Mal ein bisschen weg vom 4-2-3-1. Immer dieses, ja, kompakte, was aber auch nicht schlecht ist. Was auch gut funktioniert hat. Aber ein 4-4-2, so eine breite Formation ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Wir müssten jetzt eigentlich ein bisschen mehr über Haaland spielen. Den so ein bisschen reizen. Dann hat City schon mal einen Stürmer vorne weniger. Pacho, unten haben wir sogar Überzahl mit Van de Beek. Sogar dreifache Überzahl. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh, Mamouche. Wenn er den auf Orban durchbekommt, das wäre sensationell. Und auch Meier. Sehr wachsam. Sehr schön. Ja, Haaland, der hat schon gelb. Schade, da wollte ich den Vorteil eigentlich weghaben. Aber gut, der hätte eh nicht gelb-rot bekommen, wenn es Vorteil ist. Aber Haaland scheint heute so ein bisschen übermotiviert. Aber City lauert auch immer auf Ballverluste hier. Dann kommt ein Achter zum Beispiel. Die spielt ja wieder im 4-3-3 und versucht dann zu pressen. Ja, aber diesmal nicht. So leicht lassen wir uns diesmal nicht den Schneid abkaufen. Boah, haben wir hier Überzahl. Das ist ja Wahnsinn. Mamouche. Und jetzt aber auf Orban die Riesenchance. Aber Guardiola, natürlich haben sie da einen stehen. Warum auch nicht? Ugarte, Pacho, dann geht es aber auch bei uns wieder hinten rum. Da ist ja hier Powerplay bei uns. So fühlt sich das an. Meier, es ist niemand in der Mitte, doch Götze ist da, aber da nicht. Da nicht, schade. Da könnte dann vielleicht ein Kalajdzic helfen oder ein Larsen nochmal. Neben Götze oder neben Orban, ne? Das ist halt die Option oder die Optionen, die wir haben. Auch in der B11 haben wir auch sehr, sehr gute Spieler, die sich immer noch entwickeln werden. Und so schlechte Phasen gehören halt auch dann einfach mit dazu. Aber ich bin froh, dass es jetzt wieder ein bisschen bergauf geht. So,
Nächste Chance, Mamouche. Jetzt mal ein bisschen genauer ausspielen. Götze auf Orban. Jawohl, der ist durch, Orban. Und Ederson. Also, wir sind hier die bessere Mannschaft. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte nach dem Hinspiel echt gedacht, wir kriegen hier die nächste Reise. Wenn es denn so weitergegangen wäre. Aber zum Glück ist es das nicht bislang. Und vorne haben wir, beziehungsweise hinten haben wir Haaland eigentlich auch ganz gut im Griff. Wie gesagt, die gelbe Karte, die wird er jetzt durchs gesamte Spiel tragen. Vielleicht können wir nochmal einen Foul oder so provozieren oder irgendwie eine Aktion gegen ihn. Jetzt aber erstmal aufgepasst, De Bruyne, Haaland. Oh, abseits? Nee. Aber wir sind da. Ach, ist doch abseits. Ja gut, lieber später der Pfiff als nie. Aber ist natürlich unnötig jetzt, durch so Fehler hier die Spieler wieder ins Spiel kommen zu lassen von City. Da bin ich auch sehr prädestiniert für. Achtung, da ist De Bruyne. Oh, jetzt habe ich wieder hier die 50-50 Auswahl. Koch ist da, Risté ist auch da, Kalioulu. Bisschen Flipper im Strafraum, aber haben wir ihn hingekriegt. So, jetzt, wenn es schnell geht, ein 2 gegen 2. Orban mit Götze. Ah, okay, es wäre eh abseits gewesen, aber genau die Situation müssen wir dann halt irgendwie noch besser ausspielen. Aber es ist City, ja. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Thekentruppe. Foden, De Bruyne, dann geht es hier einmal schnell. McAtee, Achtung Silva, der hat halt auch getroffen. Gegen uns, Rodrigo. Ja, hätte ich auch gerne bei mir in der Mannschaft, aber Meier ist da. War gut gemacht, gut geklärt, wir stehen gut. Nach vorne hin sieht das auch nicht so verkehrt aus. Und von daher verdienen wir uns hier das 0-0 auf jeden Fall. Bis hierher. Und ich würde auch gar nicht viel verändern. Ich würde mal gucken, guck mal hier. Sogar mehr Ballbesitz. Ausgeglichenes Schussverhältnis. Von daher, wir machen hier alles richtig momentan. Wir haben nur Kalajdzic. Wir können euch natürlich nochmal Knauf auf die rechte Seite ziehen. Der ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja, Kalioulu würde ich lassen. Vorne dann, entweder nimmst du Götze raus und machst dann Haraldsson vorne rein. Der kann nämlich auch im Sturm spielen zur Not. Ah, ich lasse das erstmal so. Oder wechsle ich. Ich brauche auch vorne mal einen Kopfballschlag. Hier, Götze, das ist halt auch nicht seine Position. Von daher bringen wir mal Kalajdzic vorne rein. Mal gucken, so ein Kopfball starker. Gvardiol wird sich freuen. Der schüttelt schon so mit dem Kopf. Oder sagen wir mal, er nickt dankend. So, und jetzt nochmal so eine zweite Halbzeit. Vielleicht fällt ja irgendwo einer vom Laster. Vielleicht spielen wir nochmal die ein oder andere Aktion gut aus. Vielleicht stelle ich ja doch nochmal um aufs 4-2-3-1, wenn ich merke, okay, irgendwie bringt das doch ein bisschen mehr. Aber bislang, oh, toi toi toi, ist das 4-4-2 eine richtig gute Formation bislang in den letzten Spielen. Patschus dazwischen, sehr schön. Naja, und dann geht es auch wieder hintenrum, auch gegen City. Ja, die lassen nämlich auch ab und zu mal Lücken, so wie da. Da ist die Lücke, Haraldsson, ja, setzt sich durch, holt einen Freischuss raus. So soll es sein. So soll es sein. Oh, so natürlich nicht. Da sind auch so unnötige Fehler nach diesen Freistößen immer. Und dann kriegen wir den hier um die Ohren. Achtung, Foden. Da kommt Kalioulu ran. De Bruyne läuft. Auch wieder so ein 50-50-Ding. Kalioulu entscheidet sich richtig. So, und jetzt mal schnell umschalten. Dann könnten wir nämlich ein bisschen Platz haben. Mamouche, Orban. Unten laufen ganz viele mit. Oh, und dann müssen wir das einfach besser ausspielen. Da wäre nämlich Haraldsson frei und blank gewesen auf dem Flügel. Schade, das sind dann so diese 1-2 Zentimeter vorbei an einer guten Aktion. So, aber geht direkt weiter hier. Nächste Aktion, selbes Spiel. Diesmal vielleicht ein bisschen besser. Ja, Haraldsson, da ist er. Und wie das hier aussieht. Hier, das sieht richtig gut aus. Kalajdzic und jetzt Orban. Schade. Immerhin. Da hätte ich Mamouche auch nochmal durchstecken können. Der war schön durchgelaufen. Auch das ist richtig geil, dem 4-4-2. Wenn dann der rechte und linke Mittelfeldspieler, wenn die dann nach innen ziehen zum Tor, die suchen dann immer wieder die Schnittstellen oder beziehungsweise die Lücken hinter der Abwehr. Das ist unter anderem ein Vorteil der 4-4-2-Formation. Oh, aufgepasst. Jetzt fehlt Meier hinten. Jetzt Martinez auf der Außen. Gegen Pacho. Oh, aufgepasst, da kriege ich den Mann nicht ausgewählt. Haaland ist da und da ist McAtee. Aber wir stehen. Wir stehen heute richtig gut. Verteidigung sicher. Bislang 5 Sterne. Verteidigen da alles weg, was geht. Und jetzt Haaland von Koch abgekocht.
Wortwörtlich. Aber weiter geht's. Das war nicht seine letzte Aktion. De Bruyne. Bisschen Flipper wieder. Oh, der Ball, der war richtig stark. Aber Haaland kommt nicht ran, Gott sei Dank. Und somit bleibt es weiterhin beim 0-0. Nächstes Spiel zu Hause gegen Augsburg. Was ein Kontrastprogramm, ne? Erst City, dann Augsburg. Und dann ist auch irgendwann Zagreb nochmal dran. Und ich habe das Gefühl, es geht auf jeden Fall mehr. Guck mal, wir haben die Lücken, wir haben den Platz, wir haben Kalajdzic jetzt auf jeden Fall. Oh, niemand da. Haraldsson, jetzt muss er wieder in die Mitte. Und dann das ist dann manchmal zu verspielt. Aber guck mal, wir pressen ihn mit 3 Mann. Und das Ergebnis ist der Ballgewinn. Sehr, sehr gut. Also, die Mannschaft, die erkennt man gar nicht mehr wieder. In vielen Dingen. Patrick alleine gegen Haaland. Und jetzt kriegt er Gelb-Rot. Ja, jetzt kriegt er Gelb-Rot. Und sogar glattrot. Ne, Gelb-Rot. Ich habe nur die rote Karte gesehen. Der Erling Haaland fliegt vom Platz. Aber auch wieder, guck mal, warum? Warum muss man so wie ein Hammerkranker reingehen? Ey, also der wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen zahlen. Also, das ist ja gemeingefällig. Der fehlt jetzt gegen Inter. Aber das konntest du schon sehen, ey. Das hatte ich so ein Gefühl, dass das vielleicht auch für Haaland ganz, ganz bitter ausgehen ja, könnte. So, jetzt kommt Orban. Der hat schon ein richtig gutes Freistoßtor mal gemacht letzte Saison. Ich glaube gegen Lille. Und warum jetzt heute nicht gegen City? Genauso. 72. Gift Orban. Jawohl. Mit Ansage. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist nicht mal unverdient. Also vom Spielverlauf her, klar, ausgeglichen zur Pause. Aber ich finde, so vom Spielerischen her waren wir City so ein bisschen überlegen. Hinten haben wir gut gestanden und dann guckt euch das an. Perfekte Perspektive. 30 Meter mit dem Außenriss vorbei. Und Ederson sieht da auch nicht so ganz gut aus. Ich wusste gar nicht, dass er so gut Freistoß schießen kann. Also klar, letzte Saison gegen Lille, glaube ich, ne? In der Conference League Viertelfinale, Rückspiel. Oder gegen irgendwen hat er auch noch getroffen. Aber das, holla die Waldfee, das kann eines der wichtigsten Tore in der Hinrunde sein. Weil dann wären wir nämlich, glaube ich, Tabellenführer, oder? Nee, Man City ist es immer noch, weil die den direkten Vergleich auf jeden Fall gewonnen haben. Es sei denn, wir machen jetzt hieraus noch ein 3-0. Dann kommt es aufs Torverhältnis an. Aber gut, jetzt Man City mit einem Mann weniger und in Rückstand. Also da muss jetzt irgendwas passieren. Und wir müssen noch eine Viertelstunde durchhalten. Dann haben wir hier wirklich einen richtig, richtig großen Überraschungssieg. Achtungserfolg, würde ich mal sagen. Und wir machen das wirklich richtig, richtig gut. Klar haben wir auch Glück bei manchen Bällen, die vielleicht nicht dann immer ganz da ankommen, wo sie sollen. Aber wie gesagt, nochmal das Spielerische, das hat sich auf jeden Fall verbessert. Hier, guck mal, wir haben so viel Platz hier, gerade gegen City. Wahnsinn. Wie wir hier Überzahl haben. Oh, One-Touch, das ist ja herrlich. Das ist ja herrlich. Kalajdzic allein gegen alle. Ich würde keinen Freischuss riskieren, wenn ich Man City wäre. Gibt es direkt das nächste Gegentor. Sage ich euch, wie es ist. Aber weiter geht's. Dann ist da Platz in der Mitte. Zack, Orban Kalajdzic läuft da ein. Dann kriegt er den. Oh, schade. Aber genau das müssen wir machen. Das klappt gegen andere Mannschaften dann wieder ein bisschen besser. Haraldsson gegen Acuna. Ja, schade. Acuna, der ist halt auch ein ausgebuffter Hund. Aber den bleiben nur noch 5 Minuten. 5 Minuten, damit wir punktgleich sind mit Man City. Und gegen Zagreb schon so etwas wie ein Finale haben. Und die gleichen aus. Die gleichen tatsächlich aus durch Mkhitaryan. Ist der jetzt zu Zagreb? Ah ne, die führen. Ich wollte gerade sagen, 1-1 hat es gestanden. Jetzt führt Inter wieder. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, 2 Minuten. Man City mit 10 Mann. Ja, und ohne Plan und ohne Chance irgendwie, ne? So recht, also klar, ein paar abgefälschte waren dabei, aber heißt nix. 2 Minuten gibt es oben drauf. Komm, die Fans sind nochmal da. Wir müssen auch nochmal hellwach sein. Pacho ist da. So. Und jetzt fahren wir noch einen Angriff. Jetzt fahren wir noch einen Angriff hier im Etihad und dann war's das. Mamouche vorne. Ja. Vorbei an Martinez. Ja, hält jetzt den Ball. Und das war's. Das ist es gewesen. Nochmal eine Flanke rein. Kalajdzic wird den nicht kriegen, oder? Ja, doch, kriegt er. Kein... Oh, nee. Jetzt zweifelt er doch noch.
Aber egal, da kann City noch 30 Mal wechseln. Wer kommt jetzt noch rein? Rodri wird nochmal wahrscheinlich ein bisschen Spielsekunden kriegen. 4 Minuten über der Zeit. 5 Minuten über der Zeit. Und der Schiri pfeift ab und wir gewinnen tatsächlich bei Manchester City mit einem Mann mehr. Nicht unverdient. Ja, dafür spielerisch wieder richtig, richtig gut auf einem ganz anderen Niveau als noch in der Hinrunde. Also im Hinspiel. Und wir stehen kurz davor, ins Achtelfinale einzuziehen. In dieser Hammergruppe. Wer hätte das gedacht? Die deutschen Teams gewinnen auch. Also quasi alle Heimsiege. Oder alle Heimmannschaften gewinnen. Barcelona, Bayern, Dortmund und Inter. Und wir machen weiter. Müssen gegen Augsburg jetzt natürlich zusehen, dass wir da eine andere Truppe aufs Spielfeld schicken. Da können wir ja die zweite Mannschaft hier schicken. Auch richtig gut. Nagalo, Chaibi, mein Gott. So viel Talent hier. Ich weiß gar nicht, wohin hier mit meinen Gefühlen. So. Pacho, was haben wir hier? Nationalmannschaft. Okay, Deutschland. Ansgar Knauf. Mehr haben wir nicht. Was ist mit Chaibi, Mamouche? Haben die keine Spiele? Oder wie sieht's aus? Augsburg 9. sind jetzt auch ein bisschen oben rausgerutscht, aber die sind immer noch, ja gut, jetzt sind die Bayern Erster, Leverkusen hat doch ein bisschen abfedern lassen. Aber es ist spannend, gerade um Platz 5, da sind so viele Mannschaften involviert, das ist Wahnsinn. Jetzt schauen wir nochmal, ob es schon irgendwelche Entscheidungen vielleicht gibt. So ganz spontan grob hier überflogen, gut, Real und PSG. Das war auch klar, Juve und Aston Villa werden da, glaube ich, weiterkommen. Barca und Dortmund und Fener, oh, wird noch spannend. Gut, Bayern ist durch, Chelsea ist auch durch, glaube ich, so gefühlt. Und wir, ja, wir haben jetzt gegen Zagreb eigentlich schon so eine Art Matchballspiel. Also wir bleiben auf jeden Fall Zweiter vor dem letzten Spiel gegen Inter. Ich glaube, das wird dann Platz 2 entscheiden, wenn Inter nicht schon vorher gegen City verliert. Also wenn wir ein Remis holen und City gewinnt oder holt, ja, auch nur ein Remis. Also wenn wir mehr Punkte holen als Inter, sind wir weiter. So, fertig. Gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Wenn wir mehr Punkte holen als Inter, dann ist der Drops gelutscht. Dann sind wir im Achtelfinale. In der Liga sind wir auch ganz gut mit dabei. Also, würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Schaut die letzten Videos an, die ihr gleich in der Endcard verlinkt seht. Daumen nach oben wie immer und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.